Caravan Salon Düsseldorf 2023. Wir sind bei Bimobil und haben eine absolute Neuheit. Du hast schon gesagt, sie ist kurz vor der Messe fertig geworden. Neben mir steht Stefan Christner, Vertreter von Bimobil. Du bist Geschäftsführer, richtig? Geschäftsführer und Inhaber, ja. Und Inhaber. Das heißt, du bist der Chef hier und du zeigst uns heute dieses Fahrzeug. Ja. Was macht es so besonders? Das ist ein Fahrzeug in einer Länge auf dem Eurocargo, kommt aber demnächst auch auf dem Mercedes Arocs oder MAN, wenn der Kunde das wünscht. Ein Fahrzeug mit einer 5,40 Meter Kabine, wo man irgendwo so den idealen Kompromiss zwischen noch Offroad-Fähigkeit, Wendigkeit, irgendwo noch eine Mobilität mit schon sehr, sehr viel Wohnkomfort und Wohnvolumen verbindet. Ja, das ist auch exakt die Fahrzeuggröße, die wir selber fahren. Das heißt, ich kann das sehr gut beurteilen und macht einfach Spaß mit dem Auto. Ja. Wir waren in Nordskandinavien im Winter auf den ganzen schmalen Straßen. Das funktioniert halt noch. Irgendwann hat man dann mit Fahrzeuggröße, so 10, 11, 12 Meter, was immer wieder angefragt wird, schränkt man sich schon wieder stark ein. Mit diesem Fahrzeug inklusive Ersatzrad sind wir dann immer noch unter 9 Meter. Da kommt man noch sehr, sehr gut zurecht. Und du hast schon gesagt, ihr habt den extra hier so präsentiert, damit man sieht, was er kann. Ne? Also Genau. wir haben, das Fahrerhaus steht eigentlich komplett schräg, aber die Wohnkabine ist natürlich picobello gerade. Und der Keil vorne ist höher als hinten, das heißt, wir stehen leicht nach hinten abfällig. Aber links, rechts ist er absolut waagrecht. Ja, das ist Und auch. damit sieht man, dass das Fahrgestell die Verschränkung aufnehmen kann und an der Wohnkabine gar nicht so viel ankommt. Ja, ihr habt auch diesmal ein auffälliges Design gewählt in Gelb. Ich finde es top. Und habe schon im anderen Video gefragt, wir haben noch ein anderes Video mit einem Rundgang gedreht, wie ihr euch das Design aussucht. Erklär mal ein bisschen. Gut, wir haben immer so eine grobe Idee. Wir haben einen Folierer, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten, der auch sehr, sehr gutes Gespür für Design hat. Und wir verstehen uns irgendwo sehr gut. Wir haben halt so eine grobe Idee, dass man sagt, du mach doch mal was mit geometrischen Mustern. Dann macht er mal einen Entwurf. Und dann sagt man, ja, die Idee ist super, aber. Und dann sind es noch 3, 4 Iterationsschritte und dann sagen alle, ja, so muss er werden. Ja. Und wir haben hier eine Seilwinde. Genau, das ist Wofür eine wird die Seilwinde. zum Beispiel benutzt so im Alltag? Im Alltag eigentlich nicht, sondern das ist einfach, wenn ich irgendwo Offroad unterwegs bin und ich habe mich festgefahren, dann habe ich halt eine Chance. Da sieht man das Stahlseil und hier kommt auch das Stahlseil raus. Das ist eine hydraulische Winde mit bis zu 8 Tonnen Zugkraft. Und damit kann ich zum Beispiel einen festgefahrenen Partnerfahrzeug bergen oder ich kann mich selber aus dem Schlamm ziehen, wenn ich einen vernünftigen Ankerpunkt habe. Das kann ein anderer LKW sein oder ein großer Baum. Ja, aber der Baum muss Mitten dann in schon. der Wüste, wenn ich alleine unterwegs bin, dann werde ich die Winde hauptsächlich spazieren fahren. Ja. Es gibt noch die Theorie, dass ich mein Ersatzrad eingrabe und dann mich da rausziehe. Das ist so die allerletzte Chance, aber das Ersatzrad eingraben, wieder ausbuddeln und so weiter, das ist dann ein halber Tag Schwerstarbeit für eine Seillänge. Ja, Und wenn ich dann mich wieder festgefahren habe, dann wird es dann echt irgendwann zäh. dann wird es schwierig. Aber ja, das habe ich schon gelernt. Je nach Untergrund kann man auch ein bisschen Luft oder ja, nicht nur ein bisschen, sondern auch viel Luft aus dem Reifen lassen, damit man eben über fast jedes Gelände gut drüber kommt. Also diese Reifen, Michelin XZL oder auch diese Kategorie, auch von anderen Herstellern, die sind so aufgebaut, dass sie mit extrem niedrigem Druck fahren. Das heißt, ich kann die im Notfall, im Kriechgang auch mit einem Bar fahren. Dann ist der fast platt. Ja? Okay. Und wenn ich die Luft rauslasse, wird die Aufstandsfläche deutlich größer und damit die Flächenpressung deutlich niedriger. Und wenn ich da die Luft rauslasse, habe ich ungefähr eine Flächenpressung, wie wenn ich einbeinig stehe. Das heißt, ich sage immer, wenn ich bis zum Knie im Schlamm einsinke, sollte ich auch nicht fahren, weil dann tut es das Auto auch. Ja. Aber wenn ich auf dem Sand laufen kann, dann kann ich da auch fahren. Wie schwer ist das Fahrzeug insgesamt? Weißt du das? Oder müssen Das wir Fahrzeug, dadurch, dass es so neu ist, haben wir nicht wirklich gewogen. Aber so wie er da steht, müsste er um die 10 Tonnen haben. Das sind 15 Tonnen Fahrgestell, also noch 5 Tonnen Zuladung. Ja, und wir haben schon gesehen, ihr bietet auch so ein spezielles Fahrtraining an. Das heißt, wenn sich jemand für so ein Fahrzeug interessiert, aber jetzt in bestimmten Bereichen vielleicht noch unsicher ist, dann gibt ihr solche Tipps? Wir Oder? haben also jetzt schon seit vielen Jahren unser Anfängertraining, seit 4 Jahren jetzt unser fortgeschrittenen Training. Und was sagt die schon Erfahrung haben, wo man nochmal deutlich mehr macht, steiler macht, größere Schräglagen macht,
Und da ist dann auch ein aufwendiges Bergetraining dabei, wo das ganze Material auch mal zum Einsatz kommt. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Wir machen dieses Jahr im Spätherbst, Ende November, Anfang Dezember, 14 Tage Tunesien Offroad-Training Sand. Das wird eine Pilottour, da haben wir Kunden eingeladen. Und die ersten 8 Zusagen haben wir schon. Aber mehr wie 10 Fahrzeuge sollte das nicht sein. Ja. Oder vielleicht 12, 13, aber mehr dann nicht mehr, sonst findet man sie in den Dünen nicht. Und da freue ich mich riesig drauf. Ja, wird eine spannende Sache. Du hast vorhin schon in dem anderen Video gezeigt, wie sich das Fahrgestell ändert. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen. Wir haben eben diese Auffahrkeile, wo man das Fahrzeug verschränken kann. Das heißt, die Vorderachse ist deutlich anders gekippt wie die Hinterachse. Die verdrehen zueinander. Und das System, der LKW-Rahmen, der Basisfahrzeugrahmen, ist so ausgelegt, dass er dieses Verdrehen mitmacht. Ja, das heißt, wenn man jetzt hier den Rahmen entlang schaut, sieht man, dass die zueinander wegkippen. Der kann sich ein bisschen biegen und vor allen Dingen können die beiden Holme zueinander kippen. Das will ich aber natürlich nicht in der Wohnkabine haben. Das heißt, die Wohnkabine sitzt auf einem extrem stabilen Zwischenrahmen. Ja, der ist verwindungssteif und der verwindungsfähige und der verwindungssteife Rahmen, die sind über Elastomere und Führungen gekoppelt. Das heißt, man sieht, dass hier LKW-Rahmen und Zwischenrahmen aufmachen kann. Hier sind sie auf Pressung, hier sind sie offen und diagonal vorne ist er dann auch rechts vorne offen, links vorne geschlossen. Und damit gebe ich die Verschränkung sehr, sehr gut frei. Es gibt noch die Möglichkeit eines Dreipunktrahmens, dann wäre die Verschränkungsfähigkeit noch besser, aber das Fahrzeug wird auf der schlechten Straße und auf der Piste wesentlich instabiler, weicher, sodass wir sagen, die Dreipunktlagerung hat die letzten 1-2% im harten Offroad-Gelände einen Vorteil. Ich würde aber einen Kompromiss eingehen für 70-80% der Fahrzeugnutzung, sodass wir sagen, ich verzichte lieber auf das letzte Möglichkeit, über den Stein zu fahren und fahre um den Stein rum. Ja. Ja, wir haben auch schon gesehen, wir haben noch ein anderes Video gedreht, in dem wir 2 andere Fahrzeuge kurz vorstellen. Man kann sich das Fahrgestell und die Wohnkabine quasi frei wählen, je nach meinen Bedürfnissen, je nach Anwendungsbereich. Und das kann man alles bei euch individuell wählen, richtig? Richtig, genau. Wie gesagt, wir haben hier 3 Wohnkabinengrößen und 3 Möglichkeiten, einen LKW drunter zu setzen. Und damit kann man sich halt wirklich für den Einsatzzweck, will ich fernes Ausland, hartes Offroad, will ich sehr komfortabel reisen oder will ich mit einem Mercedes Arocs unterwegs sein, mit der Qualität des Mercedes. Das ist dann noch mal eine andere Preisklasse. Aber da hat man ganz viele Möglichkeiten. Der Mercedes Arocs hat zum Beispiel die Möglichkeit einer integrierten Reifendruckregelanlage. Das heißt, dann kann ich vom Fahrerhaus, ähnlich wie es beim Unimog auch angeboten wird, den Reifendruck ändern. Ich drücke auf den Knopf und sage, jetzt will ich Sandeinstellung, Schlammeinstellung, Straßeneinstellung. Und dann wird das automatisch auf und abgepumpt. Und ich muss nicht mehr aussteigen und warten. So, der Flo geht schon vor, der kann es kaum erwarten, ins Innere zu blicken. Und hier haben wir haben es schon gesehen, ihr habt auch im Inneren eine charakteristische Gestaltung mit hellem Holz und Sisal und natürlich das große Fenster, mit dem man in die Ferne blicken kann. Also ich kann es mir richtig gut vorstellen, wenn man ein schönes Plätzchen gefunden hat. Wir sind hier jetzt gerade leider in der Messehalle, das ist jetzt nicht allzu schön, aber hier fühlt man sich schon sehr überlegen. Ja, man sitzt sehr hoch. Das ist auch tatsächlich ein Sicherheitsgewinn. Man sieht, dass die Leute alle Köpfe unterhalb des Bodens sind. Das heißt, man muss wirklich, wenn man hier ans Fenster will, von einem anderen Auto rübergreifen oder von der Leiter aus. Das heißt, es ist sehr aufwendig und auffällig auch. Das heißt, mal schnell am Fenster reißen, gucken, ob man reinkommt, das ist nicht in der Höhe. Ja. Sodass ich immer sage, diese Höhe ist auch tatsächlich ein Sicherheitsgewinn. Ich kann aber auch nur das kleine Fenster öffnen, richtig, wenn ich große möchte, Seitenklappe zu. Die Seiten- bzw. Heckklappe ist übrigens so auch so eine Bimobil-Erfindung, Bimobil-Urgestein. Die haben wir jetzt schon seit über 40 Jahren. Ja. Und das war immer schon ein Bimobil-Zeichen und ganz, ganz tolle Sache. Großer Vorteil ist, ich frühstücke auf der Terrasse, ich sitze draußen, ich habe Frischluft. Ja. Und wenn ich auf einem Parkplatz bin, ich parke, ich campe nicht. Weil in dem Moment, wo ich Stühle raus tue, Sonnenschirm raus tue, campe ich und das ist oft verboten.
Ja, stimmt. Ich finde es ja witzig, dass sobald man irgendwo einen Stuhl hinstellt, gilt das als Camping und man darf es nicht. Das Hier auf heißt, der Messe hat mir einer erzählt, der hat sogar erlebt. ja, Der eine hat einen Campingstuhl raus, der war, glaube ich, mit 300 € dabei. Und den anderen hat die Polizei höflich gegrüßt, der saß nämlich auf der Einstiegstreppe. okay. Ja, das heißt sogar, wenn ich bei einem normalen Auto, wenn ich mich an mein normales Fahrzeug, an meinen normalen Pkw setze mit einem Campingstuhl, gilt das dann auch schon als Camping? Das weiß ich jetzt nicht. Grauzone. Grauzone, Verhandlungsmasse. Gut, und hier hast du auch schon gesagt, wir haben hier einen etwas anderen Tisch als in den anderen Genau. Fahrzeugen. Den Gerade kann die ich, Hundebesitzer machen einen Einhängetisch, weil die Hunde dann wunderbar unterm Tisch hängen können. Normalerweise haben wir so einen Einsäulen-Hubtisch. Ja, aber auch unsere private Lösung ist so, weil Ja. wir einfach gesagt haben, ich habe hier einfach noch mal ein paar Fächer an dem Möbel, wo man den Tisch einhängen kann. Das ist eine sehr, sehr stabile Lösung, auch eine offroad-taugliche Lösung, weil hier einfach nichts wackeln kann. Und wenn es wirklich ist, dann lege ich den Tisch einfach da unten auf. Ja. Und dann kann Können wir nichts das mal kaputt gehen. demonstrieren? Ja, ich mach mal Platz. Dass man den runtergibt? Ja. Dass man einfach mal das Raumgefühl hat ohne Tisch. Einmal klappen, einmal heben. Weg ist er. Perfekt. Ah, er hat sogar eine Auflagefläche dort. Genau. Das ist ja top. Das brauche ich jetzt zum Bettbau. Ja, genau, das habe ich auch Polster schon. zusammenschieben, Ausgleichspolster dazwischen liegen und dann habe ich hier nochmal eine Liegefläche. Hat man auch eine schöne. Der Flo ist gerade schon im Partymodus mit Licht. Was dann auch schön ist, wenn man sich einfach mal Mittagsschläfchen an der offenen Seitenklappe. Ja, da hat man natürlich die frische Luft, je nachdem, wo man steht. Vielleicht Genau. steht man irgendwo am Wasser und so eine schöne, kühle Luft vom Wasser ist immer auch ein ganz besonderes Erlebnis. Ja. Ja, und wir haben auch hier wieder das helle Holz. Welches Holz ist das nochmal? Das ist ein Ahorn. Das ist Ahorn. Das ist ein sehr, sehr robustes Holz. Ihr seid aber auch dran, eventuell ein paar andere Wir suchen, also Holzwelten wir haben auszuprobieren. bei unserem Testfahrzeug, bei unserem LKW Bambus drin. Das ist ähnlich hell wie das Ahorn, passt auch gut zum Ahorn. Da sind wir am Überlegen, ob wir das freigeben. Ich denke ja. Und wir haben noch zwei andere Hölzer, einmal Eiche, aber ich glaube, das Eiche wird zu dunkel im Laufe der Zeit und das ist was wir nicht wollen. So ein kleiner Raum, was ein Reisemobil immer ist, muss unserer Meinung nach immer hell sein. Ja. Sodass es, wenn man im Wintereinsatz, wenn es ganz dunkel, lange dunkel draußen ist, sich hier einfach wohlfühlt. Ich sage immer, das ist der skandinavische Stil. Wenn Das ich von macht draußen natürlich- reinkomme, genau. Macht den Raum natürlich auch immer so ein bisschen größer. Ne? Ja. Klein macht, dunkel macht klein. Dunkel beengt. Und könnte man natürlich mit Spiegeln und so, aber Spiegel sind natürlich auch im Offroad-Bereich, glaube ich, ein Wieder was kaputt gehen kann. Ja. kompliziertes Ding. Ist das Vollholz oder ist das furniert? Das ist eine sogenannte Tischlerplatte. Das heißt, das sind über Kreuz verleimte Stäbe. Weil eine Massivplatte, die würde sich bei Temperaturunterschieden auch entsprechend verziehen. ja. Ja, so dass man dann einfach diese Tischlermöbel nimmt, also die sind über Kreuz verleimt und damit ist es so ausgeglichen, dass die sich nicht mehr verziehen. Ja, und auch hier nochmal Sisal, hast du schon gesagt. Ja. Erstmal Reinigung, Feuchtigkeit und natürlich auch ein akustischer Aspekt. Das schluckt so ein Und bisschen eben auch Schall. den Abrieb von den Schuhfersen, wenn ich hier sitze und mit den Schuhen runterrutsche. Ich habe dunkle Sohlen, dass ich halt nicht diese schwarzen Streifen auf den Möbeln habe. Ja. Ja. An der Senkrecht ist ein hervorragendes Material. Ganz, ganz früher, vor 40 Jahren, hatten wir das mal als Bodenbelag. Das war eine Katastrophe. Kriege ich nicht sauber. Ja, der hat Ganzen habe natürlich. ich dann den ganzen Sand der letzten 3 Urlaube noch drin. Ja, das kann man zwar staubsaugen, aber es ist wie bei einem Teppich. Den staubsaugt man, aber wenn man den dann wirklich einmal umdreht, dann wundert doch man noch was sich, drin. was da alles rauskommt. Besonders wenn man noch Haustiere hat. Ne? Genau. Da passiert auch manchmal ein Unfall. Je Richtig, nachdem. Und dann ist das natürlich nicht mehr so hygienisch. Genau. Hier haben wir auch noch eine eine Arbeitsplattenarbeitung. Arbeitsplattenverbreitung, ja. Und Sodass ich neben dem Herd einfach nochmal entsprechend Topf abstellen kann und so weiter. Das Spaltmaß stimmt. Dadurch, ist dass sauber das- gearbeitet. Ja. Und dadurch, Hast du dass was das ja anderes geklappt erwartet? wird. Nee, man guckt, ne? Ja. Wir haben sehr viele Hersteller gesehen, da ist auch nicht immer das Spaltmaß so genau. ja, Nein, aber nein, das ist schon schön parallel hochgeklappt. Ja. Und das ist eine stabile Sache, kann man nochmal was abstellen beim Arbeiten, beim Kochen. Material hier, was haben wir da? Das ist dieses Korean, Mineralstoff. Hier haben wir einen ganz normalen Campingherd.
Da kommen aber jetzt nochmal neue Herde. Ich persönlich bevorzuge immer einen Herd, wo das Gitter erhaben ist, weil ich viel und gerne hier drinnen koche und dann auch einfach mal eine große Feuerpfanne draufstellen will. Ja, Was stimmt. bei diesem Modell nicht geht, aber das ist eine individuelle Auslegung. Die viel kochen wollen, die machen sich Gedanken. Die selten kochen, für die ist das eine super Lösung so. Habt ihr immer 2 Kochfelder oder kann ich zum Beispiel auch ein Dreier-Kochfeld bestellen? Geht Zweier, auch. Dreier. Je nachdem, auch was ich was brauche. wir bei uns drinnen haben. Wir haben ein Induktionskochfeld bei uns drinnen zum Testen und da parallel dazu ein Gaskochfeld. Wir werden auch ganz oft gefragt, ob wir gasfrei machen können. Ja, wir können, halte ich aber für einen energetischen Wahnsinn. Ja, also unsere ganz klare Empfehlung ist Kochen mit Gas. Eigene Erfahrung, ein Topf Pfund dicke Nudeln sind 100 Ampere-Stunden. Das Ja. ist richtig viel Strom, was da weggeht. Ja, besonders Induktion, das geht Ja. zwar schnell, aber frisst Ist komfortabel, sodass eigentlich im Fernreisebereich für die Vielkocher, dass man sagt, man macht 2 Kochfelder mit Gas und ein Kochfeld mit Induktion. Dann ist das so eine Hybridlösung, auch wenn das Gas wirklich mal ausgehen sollte, kann ich noch mit Strom kochen. Das ist eigentlich, entspricht unserer Philosophie und das werden wir dann auch entsprechend zeigen. Und auch Dometic und die anderen Tedford, die kommen auch alle mit diesen Hybridkochern inzwischen. Die gibt es auch auf dem Reisemobilmarkt. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Da habe ich mich gefragt, Kombi zwischen Gas und Induktion, für je nachdem welche Anwendungsbereiche. Das heißt, es hat sich schon etabliert. Also es ist schon Wenn ich mir mal praktisch. schnell einen Espresso mache, dann stelle ich den Espressomacher lieber auf die Induktion, weil nämlich dann der Griff kalt bleibt. Auf dem Herd, wenn die Hitze an Seite vorbeisteigt, ist der mit heiß. Wenn ich mir einen Schmorbraten mache, der 3/4 Stunde oder Stunde auf dem Herd steht, niemals mit Induktion, weil so viel Strom habe ich gar nicht dabei. Ja, das mache Ja. ich mit Gas und brauche auch total wenig Gas, um irgendwas am Köcheln zu halten. Das Ja. ist minimal Gas. Ja, und heißt so dass man Struktur. einfach sagt, das Gute von beiden Welten. Und ich habe wieder, was uns immer wichtig ist, die Redundanz. Ich kann mit Gas kochen oder mit Strom kochen, wenn Ja. mal eins von beiden ein Problem hat. So dass wir auch für die Winterfahrer immer empfehlen, nimm 2 Heizungen, eine Gas-, eine Dieselheizung. Ja, wo man sagt, wenn du irgendwo ein Problem hast, heizen ist wichtig im Winter. Ja, und das habt ihr hier auch, eine Gas- und eine Dieselheizung. Genau, richtig? hier ist beides drin, Gas und Diesel. Aus Redundanzgründen. Bei den großen LKWs versuchen wir auch 2 gleichwertige Systeme zu machen. Bei den kleineren Fahrzeugen da machen wir dann ein Hauptsystem, ein Notsystem. Das Notsystem hat dann 3 Ausbläser. Damit kriege ich alles frostfrei und alles warm. Aber es kann passieren, dass ich an irgendeiner Ecke mal Kondensfeuchtigkeit habe. Und hier bei den großen Fahrzeugen haben wir genug Platz für die Warmluftschläuche. Und da haben wir einfach 2 gleichwertige Heizsysteme. Und wie sieht es aus mit Dämmung? Also welches Material haben wir hier in der Wir haben Kabine? Aluminium-Sandwich, das heißt, wir haben 0,7 Alu-Außenhaut, 40 mm XPS-Schaum, also Styrodur, und dann 3 mm Sperrholz auf der Innenseite, sodass wir auf 45er Wand- und Dachstärken kommen. Und das ist eigene Erfahrung zwischen minus 30 habe ich selber erlebt, Kunden schon bei minus 40 und plus 45 Grad. Ja. Also schon Extremtemperaturen erlebt. Wir haben bei uns zum Test gerade eine 65er Wand, die werden wir im LKW-Bereich jetzt auch anbieten. Ist nochmal ein bisschen besser akustisch gedämmt und hat nochmal eine deutlich bessere Wärmedämmung. Muss aber nicht zwingend sein. Wie gesagt, im LKW-Bereich, wo man nicht aufs Gewicht aufpassen muss, bieten wir es an. Im Daily 4x4-Bereich oder Sprinter 4x4-Bereich macht es keinen Sinn, Ja. auf eine 65er Wand zu gehen. Das fahre ich unnötig Gewicht spazieren. Ja, das stimmt. Ja, der Flo hat schon das Bett gezeigt, hat sich schon gemütlich gemacht. Auch hier haben wir wieder ein großes 1,40 Meter auf 2 Meter Bett, würde ich Ja. behaupten. Und ihr habt diese Bayernluft. Das ist Richtig. ein Luftreinigungssystem, Klimaanlage. Was ist das nochmal? Nein, es ist eine Frischluftzufuhr, was Ah. also mit einem aktiv über einen PC-Lüfter, also einen sehr leisen, sehr energiesparenden Lüfter, Frischluft reinholt und die Innenraumluft abführt und das Ganze geht über einen Wärmetauscher. Das heißt, die Frischluft wird angewärmt und durch diesen Wärmetauscher wird sie auch entfeuchtet. Ah, okay. Das heißt, falls besonders im Schlafbereich, das kennt man, wenn man dann irgendwie noch viel schwitzt und sowas, dann Genau. wird man morgens oft wach und denkt, was ist hier für eine Luft? Und das Gerät, Genau. Bringt einen ständigen Luftstrom, aber nicht wie Fenster aufmachen eiskalt, sondern einfach angewärmte Luft, entfeuchtete Luft. Und das ist hervorragend. Ja. Machen wir Zwangskombi immer da, wo wir nur KCT haben, weil KCT hat keine Zwangsentlüftung. Da haben wir diese aktive Entlüftung oder Belüftung.
Und aber auch für die mit Kunststofffenstern, wo eigentlich eine Zwangsentlüftung vorhanden ist, würde ich es trotzdem empfehlen. Weil es halt einfach durchs Entfeuchten nochmal zum echt angenehmen Raumklima dazu beiträgt. Ich zeige noch mal ein paar Schränke. Und hier haben wir, was ist das? Ist das Alu? Das ist ein Alu-Dekor, ja. Auch mit den Dekors sind wir gerade ein bisschen am Überlegen, dass wir da nochmal eine Alternative bringen. Wir suchen nach irgendwas in Rauchglas, Optik, irgendwie sowas. Das muss aber natürlich Offroad-tauglich sein, darf also kein Echtglas sein. Muss trotzdem wischbar und robust sein. Ja, der Das Reinigungsaspekt. ist nicht einfach, da Materialien zu finden, die unseren Qualitätsansprüchen entsprechen. Ja, zumal ihr könnt ja schlecht solche Tests machen, weil die Wohnmobile sollen ja oder Reisemobile sollen ja für die Ewigkeit gemacht sein sozusagen. Genau. Und dann müsst ihr im Prinzip heute schon anfangen mit Produkttests, die ihr dann vielleicht in 10, 15 Jahren dann sagen, ja, das hat sich bewährt oder nein, das hat sich im Laufe der Jahre dann eher für nicht so geeignet erwiesen. Genau, ja. Ne? Das ist immer die Sache. Nach 20 Jahren, 25 Jahren sieht man halt manche Sachen, wo man sagt, da haben wir nicht ganz optimal gelegen. Und die Fahrzeuge, die mit 30, 35 Jahren wiederkommen, muss man sagen, ja, alles richtig gemacht. Ja. Und in allermeisten Fällen haben wir tatsächlich die Materialien so ausgewählt, dass es wirklich über Jahrzehnte hält. Ja, super. Hier nochmal zu dem Badezimmer. Hier haben wir eine separate Dusche, WC natürlich und ein Waschbecken. Gut, dann würde ich Separate Dusche ist sehr angenehm zum Duschen und ich halte es immer für ganz, ganz wichtig, ist auch ein Trockenraum. Das heißt, wenn ich nasse Klamotten habe, dann hänge ich die in den Duschraum. Der ist beheizt, belüftet, kann abtropfen und da kann ich halt auch wirklich meine Regenklamotten oder meine nassen Handtücher nach dem Schwimmen da reinhängen zum Trocknen. Ja, und wir haben auch eine extra Kleiderstange, an Ja. die ich das schon anbringen kann. Richtig. Super. Gibt es noch was du uns hier zeigen möchtest oder sollen wir... Einfach dieses Raumgefühl, ich finde das Ja. sehr, sehr komfortabel hier drin, ist sehr angenehm. Technik sind wir ja schon weitgehend durchgegangen. Ansonsten so ein Fernreisefahrzeug, Expeditionsfahrzeug ist immer eine individuelle Beratung, individuelle Auslegung. Ja, das ist mal ein halber Tag, Tagberatung, plus nochmal drüber schlafen, plus nochmal nachdenken, plus nochmal beraten. Wichtig ist, dass die Konfiguration, Fahrzeuggröße und sonst irgendwas, alles für den Kunden dann optimiert ist. Eine Frage habe ich noch. Das ist die Bimobil von Liebe GmbH. Woher kommt der Name von Liebe? Weil der Firmengründer Raimund von Liebe heißt. Ah, okay. Es passt natürlich auch super gut, weil ich glaube, wer Offroad liebt, der liebt. Genau. Wir hätten bei der Firmenübernahme auch den Namen ändern können, aber das von Liebe GmbH, das ist einfach so selbsterklärend, haben wir gesagt, das lassen wir. Da gibt es Ja. überhaupt keinen Grund, die GmbH zu ändern. Ja, ein Herz für Offroad, ein Herz für 4x4, für den Allradantrieb, das ist auf jeden Und Fall einfach für Reiselust. Reiselust, auf jeden Fall. Ja. Also mit so einem Fahrzeug kommt man wirklich überall hin, ne? Richtig. Überall hin, Langzeit wie Kurzzeit, komfortables Fahren, komfortables Wohnen, richtig viele Vorräte, großer Frischwassertank und so weiter. Also ich kann das so auslegen, dass ich komplett autark bin, überhaupt keinen Strom mehr brauche. Für einzige Voraussetzung, ich habe genug Sonne oder ich fahre ab und zu. Und unser eigenes Fahrzeug sieht den Strom nur, wenn er mal im Hochwinter für 4 oder 6 Wochen abgestellt ist. Ansonsten, wenn wir ab und zu fahren. Ich war schon 1,5 Jahre unterwegs und wollte dann den Strom anstecken und festgestellt, dass ich überhaupt kein Kabel dabei habe. Ja, gibt es auch Solarmodule? Kann ich die auch einbauen? Selbstverständlich. Ja. Bei Solar ist eine ganz klare Empfehlung, viel hilft viel. Ja. Wo Platz ist, Solar drauf. Also am besten das komplette Dach. Einmal zupflastern. Das heißt, ich suche mir die Dachhauben aus, wo soll die Dachhaube hin und den Rest mache ich schwarz. Ja, super. Gut, dann gehen wir raus. Auch hier nochmal, da gehe ich auch noch kurz drauf ein, 2 Wasserhähne. Einmal für gefiltertes Trinkwasser und so Alltagswasser, was man eben so braucht. Ne? Das Nudelwasser muss ich nicht vorher filtern, weil das kocht dann eine Viertelstunde. Da Ja, ist das alles stimmt. gut. Aber das Wasser, was ich trinke, da ist es sehr gut, wenn ich das nochmal durch einen Keramik- und Aktivkohlefilter durchjag. Und was kocht man sich so, wenn man unterwegs ist? Gibt es da so eine Lieblingsmahlzeit oder ist das variabel, je nachdem, wo man gerade ist? Zwischen den Klassiker, wenn es schnell gehen sollen, Nudeln mit Soße, bis hin zu Rehschmorbraten, den wir an Silvester gemacht haben, Oh, wo man wow. dann richtig aufwendig kocht. Alles möglich. Sicher auch ein tolles Event. wenn man hier Feuertopf haben wir immer dabei. Also man kann richtig tolle Sachen machen.
Ja, ich mit, wär mit mal- Ofen und so, Kuchen backen. Also man kann wirklich kochen wie zu Hause oder einfach ganz schnelle Campingküche. Ja, einmal die Dose Ravioli aufgerissen. Die haben wir tatsächlich schon ewig nicht mehr gehabt. Aber Ja, die hatte ich vor kurzem jetzt. Wir sind im Hotel und da habe ich mir mal Ravioli warm gemacht. Gut, dann gehen wir raus. Der EX540, Vorsicht, ganz Kathi. neu auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Wie sieht es denn aus, wenn ich mir die Fahrzeuge mal unabhängig von Messen anschauen möchte? Wo muss ich da hin? Dann kommt ihr zu uns ins Werk, nach Ja. Oberfrommern. Das ist 20 Kilometer südöstlich von München. Da haben wir dann auch immer die ganzen Vorführer, die hier stehen. Die stehen bei uns auch. Also wir haben immer so zwischen 10 und 12 Fahrzeuge bei uns. Und da haben wir dann auch alle Zeit, alles anzuschauen. Kann man kurze Rücksprache mit der Konstruktion halten. Ganz, ganz wichtig ist Probefahrt machen. Ja, Habt ihr da auch ein Gelände oder? Offroad-Gelände haben wir nicht. Wobei, wenn es ganz, ganz wichtig ist, dann rufen wir die benachbarte Kiesgrube an. Die lassen uns rein. Ah, sehr gut zu wissen. Also, falls ihr Interesse an einem Bimobil habt, dann schaut vorbei. Eure Webseite? Bimobil.com. bimobil.com. Ja, Stefan, vielen, vielen Dank für das Interview. vielen Dank. Ich wünsche noch viel Erfolg auf der Messe hier in Düsseldorf. Euch danke ich ganz herzlich fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und kommentiert fleißig. Und vergesst nicht, German Television zu abonnieren. Vielen Dank und bis bald.